Herzlich willkommen zum Webinar für Ersteinreicher der OT World 2026. Mein Name ist Stefanie Heer. Ich bin Projektreferentin der Confermed und im Speziellen zuständig für die Abstract-Einreichung und das Begutachtungsverfahren der OT World. Bevor wir mit dem Webinar beginnen, möchte ich euch organisatorische Hinweise geben. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang mit englischen Untertiteln für internationale Referenten auf YouTube zur Verfügung gestellt. Bitte stellt bei Fragen alles in den Chat. Wir beantworten diese im Nachgang an dem Webinar. Und jetzt freue ich mich, den Referenten Diplom-Ingenieur Mirko Ali Musai vorstellen zu dürfen. Mirko ist eine geschätzte Persönlichkeit der technischen Orthopädie. Nicht nur, dass er Kongresspräsident der OT World 22 war und langjähriger Gutachter des Weltkongresses sowie Mitglied des Programmkomitees, er ist auch technischer Leiter am Universitätsklinikum in Heidelberg. Und zudem engagiert sich Mirko in zahlreichen Fachgesellschaften. Dem Verlag Orthopädietechnik hat Mirko zu seiner Kongresspräsidentschaft ein Interview gegeben, in dem er betonte, wie wichtig Wissenschaftenskraft, Neugier und Offenheit für die Branche ist. Und ich finde, das ist eine super Überleitung in unsere Webinarthemen. Mirko, ich übergebe an dich. Ja, vielen Dank, Steffi. Vielen Dank für die super freundliche Einführung und auch vielen Dank für eure Anfrage, ob ich heute dieses Webinar mitgestalten könnte. Sehr verehrte Teilnehmer, liebe Gäste, ich freue mich, dieses Thema adressieren zu dürfen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, so wie es Stefanie Heer gerade schon gesagt hat, ich finde es wahnsinnig wichtig, junge Menschen dazu zu bringen, aber nicht nur junge, auch alte Hasen dazu zu bringen, ihr Wissen zu teilen. Denn letzten Endes leben wir davon und wir möchten so unter dem Deckmantel der Wissenschaft jetzt im Rahmen der nächsten Stunde darlegen, wie viel Wissen wir eigentlich tagtäglich schaffen und wie wir es schaffen können, dieses Wissen vielleicht auch zu teilen. Und damit kommen wir schon zunächst einmal zum Vortrag. Ich möchte Sie und euch darum bitten, wie es Stefanie Heer gerade schon sagte, eure Fragen, Anregungen und Kommentare ruhig einzutragen in den Chat. Ich würde schauen, wir haben nachher so ein paar Fallbeispiele für verschiedene Einreichungen auf der OT World. Die würde ich gerne mit euch interaktiv diskutieren, wenn ihr das möchtet, und würde dann kurz aus dem Präsentationsmodus herausgehen, um letzten Endes da im Dialog das Thema nochmal zu bearbeiten. Nun, die OT World, das vorweg. Die OT World ist gebettet in eine wirklich riesengroße Veranstaltung mit über 20.000 Besuchern aus 96 Ländern, 3/4 davon aus Deutschland respektive dem europäischen Ausland, aber immerhin 1/4 aus dem weiterführenden Ausland. Die OT World als Kongress ist gebettet letzten Endes in eine große Messeveranstaltung. Aber nichtsdestotrotz braucht sich da die OT World als Kongress gar nicht verstecken. Wir sind mit über 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 61 Ländern in 2024 ins Rennen gegangen. Es gab mehr als 300 Referenten aus 30 Ländern in diesem Kontext. Und damit ist diese Veranstaltung sicherlich eine der größten Veranstaltungen ihrer Art international. International trifft es jetzt auch relativ gut. Wir sehen hier viele grüne Bereiche. Das heißt, wir akquirieren auch tatsächlich Gäste und Internationalität aus wirklich vom gesamten Globus. Es gibt hier und da ein paar etwas hellere Flecken, aber die sollten wir tatsächlich als Ansporn sehen, um hier letzten Endes auch weitere nationale Trägerschaften, nationale Köpfe zu motivieren, in den Dialog mit uns zu treten. Der Weltkongress 2024 dauerte immerhin 94 Stunden, kumuliert betrachtet. Es gab 360 Vorträge in Workshops, Symposien, die Keynotes und die freien Beiträge. Bei 300 Referenten zeigt dies, dass einige Referenten dabei waren, die sicherlich mehr als nur einen Beitrag hatten. Und es gab immerhin auch 33 Workshops, die letzten Endes in ihrer Charakteristik und in ihrer Auslegung stets einen hohen Praxisbezug haben sollen und letzten Endes, so wird es hier gerade formuliert, in eine Art Hands-on-Versorgung münden. Das bedeutet hier wirklich ganz klar den Praxisbezug zu halten und zu schaffen. Nun,
Einreichung. Wie kann ich teilnehmen? Wie kann ich denn aktiv diesen Kongress mitgestalten? Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine sind erstmal die Einreichungsthemen. Das ist ein relativ großes Spektrum aus der gesamten technischen Orthopädie. Es ist nicht nur die Prothetik, Orthetik, sondern es geht auch um die Schuhtechnik, Rehabilitationstechnik, aber auch in spezifischere Bereiche, klare medizinische Aspekte, verschiedene medizinische Belange. Hier steht die Kinder-, Jugendmedizin und die Neuroorthopädie. Aber wenn wir uns in der Medizin aktuell in Deutschland umschauen, dann spielt die Alterstraumatologie eine riesengroße Rolle, aber eben auch in wissenschaftlichere Aspekte wie die Biomechanik bis hin zur Digitalisierung. All das sind Aspekte, die wir teilen können und teilen wollen. Und natürlich sind wir im Handwerk. Materialforschung, Messtechnik spielt hier auch eine Rolle. Vielleicht nicht immer unmittelbar für den nächsten Tag an der Werkbank und am Patienten, aber möglicherweise für die angrenzenden Disziplinen, die sich mit uns beschäftigen, die wir im Boot haben möchten, den Maschinenbau, die Elektrotechnik, aber auch natürlich die Programmierer, die klugen Köpfe dieser Welt, die wir begeistern möchten, ihr Wissen und ihr Können letzten Endes vielleicht auch so ein Stück weit in unsere Dienste zu stellen oder ihr Wissen und ihr Können mit uns gemeinsam zu teilen, damit wir am nächsten Tag oder vielleicht in ein paar Jahren auch vorankommen. Wissen teilen. Wie präsentiert man? Es gibt den klassischen Vortrag. In der Regel sind es sogenannte Sessions, also es ist eine Runde zu einem Thema. Da sind typischerweise 5 Referenten zugegen. Es sind 12 Minuten Redezeit in der Regel plus ein paar Minuten Diskussion. Da merkt man schon, man muss sich da natürlich sehr, sehr gut konzentrieren auf die Inhalte und die Themen, die man präsentieren möchte. 12 Minuten gehen schnell rum. Und die Alternative, wenn man den großen Vortrag im Plenum nicht wünscht, sind die Poster. In dem Fall sind es elektronische Poster an großen Bildschirmen. Das sind sehr, sehr, sehr komprimierte Darstellungen innerhalb von 3 Minuten. Das wirkt erstmal gar nicht so viel und gar nicht so stark. Aber wenn man sich das genau vor Augen führt, dann muss man sich im Klaren darüber sein, zu so einem Poster kommen Menschen, die sich wirklich explizit für diesen Inhalt und für ihre und eure Meinung und eure Aspekte interessieren. Und man gerät innerhalb dieser E-Poster in ganz, ganz tolle Diskussionen, in einen ganz tollen Austausch, in eine viel stärkere Interaktion, als es so manches Mal bei den Vorträgen in den größten Hörsälen der Fall ist. Die Kongresssprache ist primär Deutsch, aber auch Englisch. Und es gibt im Hintergrund jeweils Übersetzungen ins jeweils Englische oder Deutsche. Und die Einreichungssprache, also je nachdem, wie ich einen Abstract, also so eine Einreichung hier hochlade, davon hängt dann am Ende ab, wie ich auch meinen Vortrag halte. Was bedeutet denn überhaupt Einreichung und Abstract im Kontext eines Kongresses? Nun, letzten Endes ist es etwas, was man auch im Studium erstmal lernen muss. Das legt einem keiner unbedingt in die Wiege. Das muss man auch gar nicht unbedingt immer von alleine wissen, sondern man muss einfach verstehen, was so die Hintergründe sind. Ein Abstract ist im Grunde genommen nichts anderes als eine kurze, prägnante Zusammenfassung eines wie auch immer gearteten wissenschaftlichen Beitrags. Was wissenschaftliche Beiträge sind, da gehe ich gleich drauf ein. Er enthält wichtige Informationen zum Hintergrund, also was ist das Problem, das hier gerade bearbeitet und beleuchtet wird, das Projekt, das Vorhaben, was war die Zielsetzung, was wolltet ihr damit erreichen, welche Fragestellungen habt ihr möglicherweise beantworten wollen und welche Methoden habt ihr eingesetzt. Das können handwerkliche Methoden sein, das können modellhafte Methoden sein und dann last but not least die Ergebnisse. Was ist rausgekommen? Was schlussfolgert ihr daraus? Und das muss diskutiert werden. Setzt es in den Kontext von Literatur, von anderen Ergebnissen, von anderen wissenschaftlichen Arbeiten, geht hier in den echten Diskurs. Das ist wichtig. Wir müssen unser Handeln und unser Ergebnis stets hinterfragen, müssen schauen, ist es das, was wir wollten? Führt es uns dahin, wo wir hinwollen? Dieser Abstract dient zum einen dem wissenschaftlichen Programmkomitee dazu, eure Einreichung zu bewerten. Das ist wichtig. Die Anzahl der Slots, der Vorträge und der Beiträge auf so einem Kongress sind limitiert. Und natürlich mit Verlaub möchte man auch ein gewisses Niveau erreichen und ein gewisses Niveau halten. Dass man da durchaus auch zwischen die Zeilen schauen kann, da gehe ich später noch drauf ein, aber primär gibt es erstmal klare Kriterien, nach denen agiert wird. Und später soll das Kongresspublikum natürlich die Möglichkeit erhalten, auch zu verstehen, was hinter einem Vortragstitel steht, wie eine Session aufgebaut ist
und wer worüber referieren möchte, um letzten Endes auch die Relevanz und den Inhalt der Beiträge einschätzen zu können. Kommen wir zu dem großen Begriff der Wissenschaft. Das ist ja schon etwas, was viele Menschen erstmal zurückschrecken lässt. Wissenschaftliche Studien, was bedeutet das? Man denkt immer gleich an langjährige Nobelpreistragende Eminenzen. Aber erstmal ist Wissenschaft nichts anderes als eine gewisse Systematik, in der man sich etwas erarbeitet. Eine Erklärung für ein vielleicht bekanntes oder auch gar nicht so bekanntes Problem. Es soll verständlich gemacht werden, das ist auch wichtig. Wissenschaft dient nicht dem Selbstzweck. Es sollen Zusammenhänge aufgetragen werden und aufgezeigt werden, letzten Endes mit etablierten Methoden. Methoden, die man versteht, Methoden, die man nachvollziehen kann. Und natürlich müssen die Erkenntnisse überprüfbar sein. Es reicht halt nicht zu sagen, ich finde, dass das gut ist und deswegen ist das gut, sondern man muss irgendwie auch nah und darlegen können, warum es vielleicht gut ist oder möglicherweise auch nicht. Eine besondere Form der Wissenschaft können sogenannte Grundlagenforschungsprojekte sein. Grundlagenforschung, es schafft erstmal überhaupt eine Voraussetzung für spätere eher angewandtere Forschungsvorhaben. Da geht es um die Entwicklung von Theorien, von Modellen, von Methoden, ohne dass man direkt eine Anwendung in den Vordergrund rückt. Das kommt dann später. Ich denke, gerade diese anwendungsorientierten Aspekte, das sind die Aspekte, die uns tagtäglich berühren. Das sind die Aspekte, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Aber die Methoden, die wir nutzen, die entstammen sicherlich zu einem gewissen Zeitpunkt auch aus der Grundlagenforschung. Und so hängt eins am anderen und so steht auch keines für sich allein. Was ist nun wissenschaftliche Arbeit? Also das bedeutet, wenn ich das Ganze publiziere, nach außen trage, dann ist das erstmal nichts anderes als eine strukturierte schriftliche Ausarbeitung, in der letzten Endes diese definierte Forschungsfrage, also dieses definierte Vorhaben, das kann auch ein Entwicklungsvorhaben sein, klar dargelegt wird, nachvollziehbar in der begründeten Methode auch dargestellt ist und letzten Endes damit die Kriterien des erstgenannten wissenschaftlichen Arbeitens erfüllt. Die Ergebnisse sollten stets transparent dargestellt werden und kritisch diskutiert werden. Und es sollte auch reflektiert werden, welche Limitationen bestanden. Vielleicht hat man das Vorhaben, wenn man Patienten eingeschlossen hat, nur an wenigen Patienten getestet oder man hat nur 1, 2 Prototypen gebaut, hat sie noch nicht am Patienten ausprobieren können, kann noch nichts über Langzeithaltbarkeiten oder Alltagsnutzen im differenzierten Bereich darstellen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss sich nur damit auseinandersetzen. Und man muss darlegen, dass man verstanden hat, dass man hier eine Idee hatte, dass man hier etwas erarbeitet hat, aber es jetzt vielleicht nicht für alle 40.000 Amputierten pro Jahr gleichermaßen Geltung haben muss. Also wissenschaftliches Arbeiten bedeutet eben auch, sich zu hinterfragen, aber auch die eigene Meinung zu untermauern. Nun, wie kriegen wir das etwas tiefer in diesen handwerklichen Kontext hinein und was könnte das bedeuten? Im Kontext der handwerklichen Tätigkeit kann es bedeuten, dass man handwerkliche Prozesse, Materialien, Materialauswahl, Techniken, sowohl in der Anpassung als auch in der Umsetzung eines Produktes, neue Technologien dokumentiert, untersucht und letzten Endes, wie man hier auch Optimierungen zum Beispiel ableiten kann. Ziel ist es, Wissen fundiert weiterzugeben. Erkenntnisse, die Sie haben, so aufzuarbeiten, dass man vertrauensvoll diese Ergebnisse annimmt, sie ein Stück weit abgrenzen kann zu anderen Thematiken. Das kann, wie gesagt, eine Produktionstechnik sein. Nehmen Sie den 3D-Druck. Wann ist der sinnvoll, wann vielleicht nicht? Kritisch damit auseinandersetzen. Wo erhöhen wir Qualität dadurch? Wo senken wir sie vielleicht auch ab? Und wie schaffen wir es letzten Endes, weitere neue Lösungen auf Grundlage der Erkenntnisse aus der Praxis und Forschung weiterzuentwickeln? Also der Begriff der Wissenschaft im Handwerkskontext sollte sich nicht als Widerspruch verstehen, sondern am Ende ist es nur eine spezifische Ausprägung angewandter Wissenschaft. Das bedeutet, auch im Handwerk wird regelmäßig Wissenschaft und Entwicklung betrieben. Wir verwenden nur diesen Begriff in der Regel nicht. Also von daher könnte es hilfreich sein, so diesen Begriff wissenschaftliches Arbeiten im Handwerk oder wissenschaftlich fundierte Handwerksforschung zu verwenden. Das sind Wortkreationen, aber vielleicht helfen diese, Missverständnissen vorzubeugen. Man braucht weder Angst davor zu haben, noch ist man ausgeschlossen.
Gehen wir noch ein bisschen näher darauf ein, wie man die Wissenschaft im handwerklichen Kontext noch nachvollziehen kann. Was ist eine systematische Untersuchung eines handwerklichen Prozesses? Es geht letzten Endes darum, wissenschaftliches Arbeiten im Handwerk auch zuzulassen. Das heißt, Analysen durchzuführen. Das kann empirisch sein, also rein erfahrungsbezogen. Aber das strukturiert darzustellen. Welche Werkstoffe machen wann Sinn und führen zu welchen Ergebnissen? Welche Arbeitsprozesse, welche Technologien muss ich weiterentwickeln oder welche habe ich möglicherweise entwickelt, um ein spezifisches Problem zu lösen? Und diese Perspektive wird letzten Endes auch zunehmend durch Felder wie der angewandten Forschung oder der Handwerksforschung gestützt. Das sind Themen, das erkennt man, die sind wichtig und man versucht sich diesen auch zuzuwenden. Handwerk ist auch kein Selbstzweck, ebenso wenig wie die Wissenschaft und die Forschung, sondern beide müssen zusammenfinden. Und dann gibt es noch den Bereich der Entwicklung und dann erreicht man letzten Endes auch eine Innovation und einen Fortschritt. Es geht um Dokumentation und Optimierung, das heißt die systematische Dokumentation und Prozessverbesserung. Auch hier, Dokumentation ist ja ein Reizwort und insbesondere im Gesundheitswesen schreckt man Menschen mit Dokumentation eher ab, als dass man Verständnis damit kreiert, aber es heißt nun mal so. Das bedeutet, es ist zwar gut, wenn ich Wissen in meinem Kopf habe, aber Wissen in meinem Kopf kann ich schlecht analysieren, kann ich auch schlecht gemeinsam mit anderen klugen Köpfen, die auch Wissen in ihrem Kopf haben, zusammenbringen. Deswegen ist es wichtig, das Ganze irgendwie aus dem Kopf herauszubekommen und das kann Dokumentation bedeuten. Und auf diesem Wege erreicht man eine gewisse Transparenz. Und letzten Endes ist systematische Dokumentation und Prozessverbesserung klassische Ziele wissenschaftlicher Arbeit und letzten Endes auch in der handwerklichen Praxis essentiell, um Innovation, aber auch Qualitätssicherung und Qualität zu halten und überhaupt zu erreichen oder voranzubringen. Und dazu, das habe ich mehrfach gesagt, zählt das Teilen von Wissen, also die Wissensweitergabe, um letzten Endes eine Qualitätsverbesserung dann am Ende auch resultieren zu lassen. Das heißt, die Weitergabe von fundiertem Wissen, ob das Meisterschulen sind, ob das unsere duale Ausbildung ist, ob das andernorts Hochschulen sind oder ob es einfach der Alltag ist, in dem man sich austauscht. All das ist letzten Endes geprägt davon, dass es von wissenschaftlichen fundierten Erkenntnissen einfach nur profitieren kann. Das bedeutet, wenn ich meiner Erfahrung wissenschaftliche Kriterien drunter packen kann, wenn ich die damit untermauern kann, dann habe ich gute Chancen, auch voranzukommen. Und damit ist es wirklich ein wichtiger Aspekt, auch zu verstehen, dass Wissenschaft und Handwerk eben alles andere als ein Widerspruch ist, sondern letzten Endes das eine ein Stück weit auch das andere mitbedingt. Und dann erreicht man am Ende auch diese Verbindung von Praxis zu Forschung, also diese Transition. Was hilft es, wenn ich im Grunde genommen in Grundlagenforschung versinke, Wahnsinnsmethoden entwickle, aber gar kein Problem dafür habe? Oder was hilft es, wenn ich Probleme erforsche oder Lösungen erarbeite, die in der Praxis gar keine Relevanz haben? Es muss doch eins mit dem anderen zusammenarbeiten. Und diese Brücke, das ist letzten Endes auch heutzutage, und das hat man auch verstanden, auch bei vielen öffentlichen Geldgebern, die letzten Endes einfach diese Transition auch wünschen in den entsprechenden Forschungsbereichen, die letzten Endes diese modernen Forschungsbereiche auch genau über diese Brücke versorgen möchten. Das sind angewandte Ingenieurswissenschaften, das sind aber genauso gut die werkstoffbezogenen Wissenschaften. Das sind alles Aspekte, die auch uns im Alltag, denke ich, durchaus berühren. Welche Einreichungsinhalte gibt es nun auf der OT World? Nun, das eine sind wissenschaftliche Studien oder ein rein technischer Beitrag. So, jetzt haben wir hier doch wieder diese Unterscheidung, das gibt die Maske ebenso her. Die Idee dahinter ist letzten Endes so ein Stück weit die Gutachter, aber auch die Lesenden zu lenken und zu sagen, okay, hier bin ich in einem sehr klinischen Bereich, sehr, sehr orthopädietechnisch orientiert oder auch orthopädie-schuhtechnisch, reha-technisch orientiert. Oder ich habe eine wirklich große wissenschaftliche Studie unter harten wissenschaftlichen Kriterien, die ich hier darlegen möchte. Der zweite Fall, auch ganz wichtig, sind sogenannte Fallstudien. Das kann ein Patient sein, es können mehrere Patienten, gleichartige Patienten sein, in denen man letzten Endes entweder die Versorgungspraxis darstellt, einen bestimmten Versorgungstyp, eine Versorgungsart, die man hier mit den Patienten gemeinsam erarbeitet, erprobt hat, oder aber auch aus der Wissenschaft eine Methode, die man angewandt hat, aber eben an einer kleinen Gruppe und nicht an 10, 20, 100 oder 1000 Patienten.
Letzten Endes muss in beiden Fällen nicht alleine gearbeitet werden, man kann Co-Autoren involvieren. Die ganze Struktur besteht aus einer Zusammenfassung. Es müssen Hintergründe dargelegt werden, es muss die Methode dargelegt werden, wie ist der Arbeitsprozess dargestellt worden. Und dann geht es am Ende darum, wie ist es durchgeführt, und bestenfalls untermauert man das Ganze auch mit passenden Literaturreferenzen. Das bedeutet letzten Endes, sich selber auch unterstützen über Literatur, indem man schaut, wer hat das schon ähnlich festgestellt, wo widerspreche ich möglicherweise auch der gängigen Literatur, warum halte ich das durchaus für sinnvoll, und dann wieder nochmal die Diskussion, auch die Limitationen darzustellen. Das ist keine Schwäche, sondern es ist letzten Endes eine Stärke der wissenschaftlichen Arbeit, also der Ausarbeitung, zu erkennen, wo die Schwächen waren und wo die Menschen einfach nochmal genauer hinschauen müssen. Ein spannender neuer Bereich ist der sogenannte Nachwuchsreferent der OT World. Das ist fast schon ein bisschen irreführend, dieser Begriff. Hier geht es nicht nur um ganz junge Studierende, Auszubildende, Meisterschüler, durchaus auch aus der Medizin, durchaus auch aus der Therapie, sondern hier geht es auch um Menschen, die sich bis jetzt noch nie getraut haben, auf der OT World wirklich einzureichen. Die einfach sich ein Herz fassen, sagen, Mensch, ich habe hier ein spannendes Thema, das muss ich nach außen tragen. Auch diese werden als Nachwuchsreferent geführt und können sich unter der Rubrik Nachwuchsreferent hier mit einklinken. Wie das so geht, das zeigen wir Ihnen gleich, da haben wir ein kleines Video vorbereitet. Warum ist das so? Ich habe vorhin gesagt, die Abstracts werden nach klaren Kriterien analysiert, bewertet. Es gibt ein Punktesystem und daraus ergibt sich, ob man letzten Endes einen Beitrag daraus erlangt, der vortragbar ist, oder ob man sagen muss, bestimmte Kriterien sind leider nicht erfüllt. Auch das kann passieren. Das ist keine Schande, es passiert einfach, es gehört dazu. Bei den Nachwuchsreferenten besteht so ein bisschen die Idee, vielleicht gibt es auch einen kleinen Welpenschutz. Man versucht so ein Stück weit die Nachwuchsreferenten auch in Sessions möglicherweise zu bündeln, um letzten Endes hier Möglichkeiten zu bieten, jungen Menschen, vielleicht auch Menschen, die eben nicht die riesengroße Erfahrung in Kongresskontexten haben, sich und ihre Ideen und Gedanken zu präsentieren. Und ich möchte euch wirklich dazu ermutigen, dieses Angebot auch anzunehmen, denn wissen Sie und wisst ihr, es gibt viele, viele wahnsinnig clevere und wahnsinnig gute Wissenschaftler, die unfassbar tolle Methoden haben und diese auch sehr, sehr gut anwenden können und auch ein sehr gutes, breites Wissen in der Wissenschaft haben, aber leider das Problem nach wie vor nicht richtig kennen, weil sie einfach nicht am Patienten sind, weil sie die Probleme nicht sehen. Und da muss man in den Dialog treten. Und dort kann es helfen, sein Problem darzustellen. Dort kann es helfen, in den Austausch zu treten und zu schauen, wer hat vielleicht eine Lösung für mich oder wer bildet die Methoden ab, die wir brauchen, um eine Lösung für ein spezifisches, klinisches, prozessbezogenes oder wie auch immer geartetes orthopedietechnisches Problem abzubilden. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Video. Frau Herr hat sich freundlicherweise die Mühe gemacht und hat einmal diesen Einreichungsprozess auf der Homepage durchgespielt. Einreichungsfrist OT 2026. Nach erfolgreichem Login klickt ihr hier auf Abstract-Einreichung. Dann wählt ihr die passende Abstract-Einreichung für euch aus. In dem Fall nehme ich mal die für Nachwuchsreferenten. Dann klickt ihr hier auf Speichern und Weiter. Gebt euren Titel des Abstracts ein, dann ob ihr einen Vortrag oder ein Poster halten möchtet, dann das Thema eures Beitrages, ob es wissenschaftlich oder technisch ist, und als Kategorie noch einen Versorgungsbereich. Speichern und weiter. Dann könnt ihr hier euch als Referent eintragen und auch noch Co-Referenten benennen. An dieser Stelle bin ich die einzige Referentin und sage, ich bin ein Autor. Da sind meine voreingetragenen Informationen aus dem Login. Ich klicke auf Hinzufügen, dann braucht das System auch die Zugehörigkeit, also wo ich arbeite, und noch die Angabe, ob ich ein Interessenobjekt habe. Da gehe ich auf Details bearbeiten. Hier sehe ich, welche Informationen noch fehlen in zweiter Rolle. Da sage ich, ich bin auch die Sprecherin des Abstracts, also ich werde auf der OT World referieren. Meine Zugehörigkeit,
gebe ich an, und zwar ist das Permit. Ich sitze in Dortmund und das Land, Beispiel, klicke ich mir das an, sage Adresse speichern. Dann kommt hier noch die Abfrage, ob ich einen Interessenkonflikt habe. Ich habe keinen, gehe auf Speichern, gehe zurück zur Autorenliste, speichern und weiter. Hier noch 2 kurze Abfragen, ob ich einverstanden bin mit der Veröffentlichung des Abstracts oder auch mit einer Aufnahme des Beitrages. Und jetzt kommen wir schon zum Hauptpunkt, und zwar ist das die Übermittlung der Abstract-Inhalte. Dazu lade ich mir die Abstract-Vorlage einmal runter, öffne sie als Word-Dokument, aktiviere die Bearbeitung und kann hier am besten über Copy und Paste meine Inhalte eingeben. Das mache ich mit einem schnellen Text. Wichtig ist natürlich auch, dass alle Pflichtfelder ausgefüllt werden und dass auch die Zeichenbegrenzungen beachtet werden. Die findet ihr auch nochmal in den Rahmenbedingungen zur Abstract-Einreichung. Unten an dieser Stelle könnt ihr noch Bilder oder Tabellen hochladen. Dann speichere ich das Ganze. In meinem Fall mache ich das schnell. Einfach auf dem Desktop. Und dann kann ich das Word-Dokument auch schließen. Den Download schließe ich ebenfalls. Und wähle hier im Bereich Datei Upload aus, dass ich das Abstract hochladen will. Hier sehe ich, dass alle Zeichenbegrenzungen eingehalten wurden. Gehe auf Speichern und weiter und bekomme hier nochmal einen Überblick meines Abstracts, also einmal zu den Rahmenbedingungen, Titel, Kategorie, Unterkategorie. Ich habe alle Anforderungen ausgefüllt, sage hier, ich bin die Referentin, sehe hier nochmal in der Vorschau, was ich übermitteln möchte. Wenn mir das alles zusagt, reiche ich das Abstract ein, bekomme dann nochmal hier die Download-Möglichkeit meines Abstracts und eine kurze Bestätigungsmail. Ja, vielen herzlichen Dank, Stefanie, für diesen kurzen Einblick. Und Stefanie, korrigiere mich, aber das Gleiche gibt es auch für unsere englischsprachigen Kolleginnen und Kollegen international, die das Ganze dann auf englischer Sprache entsprechend analog einreichen können. Genau, und da habe ich sogar noch den kleinen Hinweis, also bis Ende der Abstract-Einreichung, 28. September, hat man auch die Möglichkeit, noch ein bereits eingereichtes Abstract zu editieren. Also wenn einem dann im Nachgang noch was einfällt, dann ist das bis Fristende noch möglich. Also auch hier risikofreies Handeln. Nun, wenn der Abstract oder das Abstract eingereicht ist, dann sind es rund 40 Gutachter aus Medizin, Technik, wobei Technik hier nicht nur Orthopädietechnik, sondern auch Ingenieurswissenschaften, Biomechanik und dergleichen ist, die letzten Endes in diesem sogenannten Peer-Review-Verfahren dann zur anonymisierten Bewertung eingeladen sind. Es sind immer 2 Gutachter, einer kommt aus dem technischen Bereich, einer kommt aus dem ärztlichen Bereich. Es sind immer 2 Gutachterinnen und Gutachter, die gemeinsam einen Abstract bewerten. Es können insgesamt 5 Punkte vergeben werden. Die Höchstpunktzahl, also 5 Punkte pro Kriterium. Die Höchstpunktzahl beträgt damit rechnerisch 30 Punkte. Was sind die Bewertungskriterien? Hier wird unterschieden zwischen auf der einen Seite wissenschaftlichen Studien, den technischen Beiträgen und den Nachwuchseinreichungen. Hier geht es jeweils um die Aktualität und die Innovation des Vorhabens, die angewandte Methodik oder den beschriebenen Arbeitsprozess und die Wissenschaftlichkeit respektive die Praxisrelevanz. Ihr seht, hier wird schon so ein Stück weit unterschieden. Bin ich eher so in der Meta-Situation oder bin ich konkret irgendwo in der technischen Realisierung? Dann jeweils 5 Punkte pro Gutachter mal 3 sind eben die 30 Punkte. Oder auf der rechten Seite die Fallstudie, das heißt diesen Einzelfall, den man gerade beleuchtet und betrachtet. Das können auch Beispiele aus der Wissenschaft oder aus der Versorgungspraxis sein. Hier geht es im ersten Schritt um die Komplexität des Falls, der Studie, also mit welchem Problem habe ich mich hier auseinandergesetzt.
Wie innovativ war mein Ansatz, den ich gewählt habe? Wie kreativ war der Lösungsweg, den ich gewählt habe? Und wie groß sind die Potenziale dieses Konzepts, so etwas weiter zu verfolgen? Auch das wieder über 2 Gutachter, einmal aus der medizinischen, einmal aus der technischen Seite. 3 Kriterien, 30 Punkte. Letzten Endes steht im Wechsel von Jahr zu Jahr oder von Kongress zu Kongress eine neue Präsidentschaft an. Die sind letzten Endes diejenigen, die den Hut aufhaben. Das bedeutet, das Gutachtergremium bewertet, übermittelt die Bewertungen und dann werden letzten Endes daraus die Symposien und wird der Kongress daraus gestrickt. Ein transparentes Vorgehen, gleichermaßen ein anonymes Vorgehen, wie oben schon angeschrieben. Also die Herkunft und der Ursprung der Abstracts ist den Gutachtern in der Regel nicht bekannt. Steffi, gibt es denn soweit Fragen im Chat? Kannst du was erkennen? Bislang gibt es noch keine Fragen. Vielleicht, wenn wir jetzt zu unseren praktischen Beispielen kommen, da schauen wir dann mal weiter, ob es da Rückmeldungen gibt. Dann machen wir das mal. Gehen wir mal in die Reviews rein, schauen wir uns mal so rausgepickt einzelne Punkte von Einreichungen an. Und hier fangen wir gleich mal mit dem Negativbeispiel an. Freundlich als Bad Practice benannt. Die Zusammenfassung nur isoliert betrachtet, wenn man sich das anschaut, Sie haben jetzt alle Zeit, sich das mal kurz durchzulesen. Hier ist eine, ja, wenn man so will, mit Verlaub, so eine Aneinanderreihung von relativen Plattitüden. Also additive Fertigung erobert täglich neue Bereiche der Fertigung. Okay. Auch wenn die Ergebnisse nicht immer den Angaben der Entwickler und Materiallieferanten entsprechen, zeichnet sich doch ab, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann ein kompletter orthopädischer Maßschuh gedruckt werden kann oder wird. Warum? Also was ist denn hier die Frage? Worum geht es denn hier? Der Autor wird versuchen, einen Ausblick in die nähere Zukunft und ferne Zukunft zu geben. Hier könnte man schon fast ketzerisch werden und fragen, wie er das denn alles macht. Auch die Frage, warum hier Kostenträger angeführt werden. Also Sie merken, so richtig glücklich wird man gerade nicht, wenn man das liest, und man versteht auch nicht so richtig, was denn eigentlich das Problem ist, das beachtet werden muss oder das hier beachtet werden soll. Das bedeutet, man braucht wirklich eine klare Formulierung dessen, was das Grundproblem ist, eine klare Formulierung dessen, wie man dieses Problem adressieren möchte. Vielleicht noch ein Satz dazu, wie die Ergebnisse waren, und dann noch ein Satz dazu, wie man das Ganze bewertet. Das wäre jetzt erstmal eine Zusammenfassung, in der man letzten Endes die verschiedenen Kriterien, die an so ein Abstract gestellt werden, einmal übereinbringt in einer kurzen Übersicht, hier Zusammenfassung genannt. Gehen wir weiter. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich will das gar nicht zu hart kritisieren, aber Sie müssen verstehen, Sie sind Gutachter, Sie bekommen einen Abstract und sollen anhand des Abstracts Geschmack finden an dieser Thematik, Geschmack finden an dieser Einreichung, sollen sagen, ja, die lohnt sich, das ist super. Dafür lehnen wir 4 andere Abstracts ab, um diesen Abstract zu nehmen. Das wäre so hart formuliert im Grunde genommen die Kritik, die dahinter steht. Also, bei Material und Methode wird erwähnt, dass der Vortrag als PowerPoint-Vortrag unter Einbindung von Fotos und Videos präsentiert wird. Hier muss ich ganz salopp und vielleicht auch nicht ganz professionell antworten, wie denn sonst? Das ist eine Aussage, die brauchen wir hier nicht. Hier geht es darum, wie ist denn das Thema adressiert worden? Welches Thema ist adressiert worden? Hier wird auf eine Bachelorarbeit verwiesen. Also ist davon auszugehen, wenn es eine Bachelorarbeit ist, dass die zugrunde liegende Arbeit zu diesem Beitrag gewissen wissenschaftlichen Kriterien auch genügen muss. Und die hätte man hier eigentlich mit reinbringen müssen. Und ja, die Frage, die jetzt auch weitergeht, dass das hier zitiert und aktuell im Büro unter Mithilfe des Autors erarbeitet wird, das ist jetzt auch nicht so richtig hilfreich. Also das ist nicht ganz sauber und klar. Dann geht es in die Ergebnisse. Da die Entwicklungen in diesem Bereich, wie schon gesagt, atemberaubend schnell sind, wird der Autor versuchen, aktuelle Beispiele aus laufenden Entwicklungen zu präsentieren. Das reicht nicht. Man braucht jetzt schon beim Lesen des Abstracts eine Information darüber, wie denn die Ergebnisse laufen. Es ist ja ein Abstract,
der letzten Endes ein Projekt beschreibt. Man kann schon mal Zwischenergebnisse haben. Das ist schwach, wenn es nicht Endergebnisse sind, aber Zwischenergebnisse sind schon mal ein guter Weg, die vielleicht auch repräsentativ sind für die Gruppe, die man untersucht oder das Thema, das man bearbeitet. Aber hier jetzt letzten Endes den Gutachtern zu überlassen oder darzustellen, dass man im Grunde genommen eigentlich gar keine Aussage treffen möchte oder kann, das ist hier eher eine Absichtserklärung als tatsächlich ein Ergebnis. Und in der Diskussion ehrlicherweise setzt sich fort. Wie schon gesagt, ist es schwer, heute schon ein Fazit zu ziehen. Das stimmt, denn es sind keine Ergebnisse dargestellt. Insofern weiß man nicht, was das Ziel ist. Man versteht die Hintergründe nicht so richtig. Es geht wohl irgendwie um 3D-Druck und um Schuhanpassung oder Maßschuhfertigung. Aber wieso, weshalb, warum und wie man das umsetzen möchte, bleibt leider offen. Und dann haben wir am Ende, wird es aber nach Meinung des Autors wie immer darauf hinauslaufen, dass sinnvolle Entwicklungen in der täglichen OSM, also Schuhmachers, übernommen werden und am Ende die beste Versorgung in der besten Qualität zum besten Preis herzustellen. Also das sind auch wieder sehr allgemeine Formulierungen, die letzten Endes hier mit dem konkreten Projekt, mit der konkreten wissenschaftlich-handwerklichen Tätigkeit, die hier beschrieben werden soll, das Problem, die Lösung und das Ergebnis, das wird hier leider nicht dargestellt. Das macht es letzten Endes leider zu einem schwachen Beitrag. Und diese Beiträge sind jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das sind reale Einreichungen der letzten Jahre, die durch das Gutachtergremium gegangen sind und einer Bewertung unterzogen wurden und dann entsprechend eben gut oder schlecht dastanden. Ich muss gestehen, dass ich nicht sagen kann, wie viele Punkte dieser Beitrag am Ende hatte. Stefanie, weißt du das noch? Das weiß ich tatsächlich. In der Summe waren es 6 Punkte von möglichen 30 Punkten. Das ist faktisch nicht viel. Das heißt, 20% ist mit den Augen der Liebe eine 5 und damit nicht ausreichend. Das sind Themen, ich hoffe, Sie können so ein bisschen nachvollziehen. Und ich möchte Sie wirklich einladen, bringen Sie sich ein, lassen Sie uns in den Diskurs treten miteinander. Gehen wir weiter. Was könnte denn Good Practice sein? Hier haben wir tatsächlich einen Beitrag, der aus einer Hochschule stammt, die letzten Endes ingenieurswissenschaftlich geprägt ist. Und hier sehen Sie eine relativ klar formulierte Zielsetzung. Hier sieht man relativ klar und deutlich, wo die Reise hingehen soll. Und hier ist auch kurz ein Ergebnis erstmal formuliert. Das ist nicht diskutiert, das muss man dann tatsächlich im Verlauf des Abstracts nochmal prüfen. Aber hier steht einfach klar, dieser Beitrag beschreibt die Entwicklung einer anforderungsgerechten, dynamisch hochbelasteten und vollständig additiv gefertigten Unterschenkelfußorthese, also einer AFO. Die Gleichwertigkeit zu einer handwerklich gefertigten Orthese wurde mittels Prüftechnik, 3D-Ganganalyse und Nutzerbefragung nachgewiesen. Also, das Problem bzw. die Zielsetzung ist formuliert worden, die Methodik ist erwähnt worden, also hier wurden irgendwelche Prüfverfahren angewandt, eine Ganganalyse wurde angewandt und eine Befragung, also ein Assessment wurde in irgendeiner Form durchgeführt. Und hier sieht man, dass scheinbar, so beschreibt es der Autor, schon mal die Funktionalität gegeben ist und gleichzeitig hat man sich offensichtlich auch des Mikroklimas gewidmet, hat das Thema des Gewichts und der Modularität bewertet und sagt letzten Endes aus, dass hier die additiv gefertigte Orthese gegenüber konventioneller Fertigung Vorteile haben soll. So, jetzt gehen wir in die Einführung. Was hat es für eine Relevanz? Warum setzt man sich mit so einem Thema auseinander? Was ist so die Problemstellung? All das wird hier relativ schön dargestellt. Unternehmen der Orthopädietechnik stehen derzeit vor akuten Herausforderungen. Gut, das ist wieder so ein sehr allgemeiner Satz, aber irgendwie muss man das Thema finden. Der Fachkräftemangel, der wird hier mit der 1 und der 2, werden wir gleich sehen, mit Literaturhinweisen noch untermauert. In Verbindung mit dem demografischen Wandel, wieder mit einer Literatur untermauert, kann das dazu führen, dass der Versorgungsbedarf nicht gedeckt werden kann. Also einige der Aussagen werden nicht einfach vom Autor getätigt, sondern werden vom Autor getätigt und werden mit entsprechender Literatur untermauert und bestärkt. Zudem steht die Branche aufgrund steigender Preise unter erheblichem Kostendruck. Auch hier wieder die Referenz. Die Herausforderungen können die Versorgungsqualität und Sicherheit beeinträchtigen. Das ist jetzt eine Aussage des Autors.
Um auch in Zukunft eine individualisierte, medizinisch adäquate und qualitativ hochwertige Hilfsmittelversorgung zu gewährleisten, ist eine Effizienzsteigerung notwendig. Auch das eine Aussage, Schlussfolgerung des Autors. Eine solche kann durch die Implementierung einer digitalen Versorgungskette mittels 3D-Scannen, 3D-Druck etc. erreicht werden. Kann, also man relativiert so ein Stück weit, hat hier keinen absoluten Anspruch, dann bräuchte man sehr, sehr harte Fakten, wird hier nochmal untermauert über Literatur. Fraglich, also hier der Diskurs ist jedoch, ob dies auch für die Versorgung mit hochbelasteten Hilfsmitteln geeignet ist. Also man weiß nicht so genau, ob das so hinhaut, was man sich da vorgestellt hat. Und damit leitet sich daraus schon die Zielsetzung ab. Und Thema Transparenz, hier wird nochmal dargelegt, dass das eine öffentliche Förderung hatte, dieses Projekt. Also hier durch das sogenannte BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat das ganze Forschungsprojekt am Ende mit unterstützt. Also eine klare Formulierung in der Zusammenfassung. Die Relevanz für die Branche und für das Thema an sich wird hier ebenfalls klar dargelegt. In der Methodik wird selbige auch klar dargestellt. Man bedient sich hier gewisser Abkürzungen, damit man einfach den Text etwas kürzer halten kann. Auch das sehr sinnvoll. Es werden die einzelnen Methoden dargelegt. Es wird eine Prüfnorm sogar zugrunde gelegt. Wie gesagt, es ist eine sehr ingenieurswissenschaftlich orientierte Arbeit. Und auf dem Wege werden dann am Ende auch die Vorgehensweisen nachvollziehbar. Es wird dann in der Durchführung nochmal expliziter dargestellt, was man gemessen hat, wie man es gemessen hat, wie letzten Endes auch bestimmte Kriterien festgelegt wurde. Hier geht es beispielsweise um Steifigkeiten, um Festigkeiten. Es wird aber auch dargelegt, wie letzten Endes die Bewegung mit der Orthese in der Ganganalyse zu bewerten war, wie sie sich dargestellt hat. Es wurden Drehmomente untersucht. Also man geht wirklich sukzessive und strukturiert durch das gesamte Thema hindurch und ermöglicht es so der Leserschaft nachzuvollziehen und auch glaubhaft nachzuvollziehen, was hier gemacht wurde. Und man kann auch tatsächlich die Problemstellung auf der einen Seite weiter betrachten und mitbewerten, ob die Methoden, die hier angewandt wurden, überhaupt zur Beantwortung und Bearbeitung der Fragestellung sachdienlich sind und zielführend sind. Last but not least kommt der Autor hier auch zu einem Fazit, das er natürlich etwas weiter ausführt, als es zunächst einmal in der kurzen Zusammenfassung der Fall war. Hier wird letzten Endes gezeigt, dass durch diese prüftechnisch unterstützte, nutzerzentrierte, also man hat sich stets mit dem Anwender auseinandergesetzt, methodische Entwicklung, die Gleichwertigkeit zwischen einer AFO und einer 3D-gefertigten Orthese erreichen lässt. Die entwickelte Orthese ist die erste vollständig 3D-gedrückte, dynamisch hochbelastete Orthese. Das ist jetzt erstmal eine Aussage, die so getroffen wurde, welche die Anforderungen an eine Carbonfaserorthese oder CFO nach Haffgemeier erfüllt und sowohl funktionell als auch in der Patientenerprobung nachweislich gleichwertig ist. Trotz allem, und hier kommt die Einschränkung, hier wird auch letzten Endes gleich die Limitation mit benannt, besteht hier natürlich weiterer Forschungsbedarf, um Orthesen zu optimieren. Man versteht, dass letzten Endes größere Patientenzahlen gebraucht werden. Hier waren es nur Einzelfälle, an denen man das geprüft hat. Man braucht eine große Patientenzahl, um unterschiedliche Gangmuster, unterschiedliche Anforderungen zu erkennen. Entschuldigung, um am Ende auch bewerten zu können, ob diese Prozesskette und diese Art der Fertigung Sinn macht. Das ist, denke ich, ein in sich sehr schlüssiger Beitrag, den man gut nachvollziehen kann und den man auch tatsächlich von Anfang bis Ende schlüssig dem roten Faden entsprechend folgen kann. Steffi, wie viele Punkte hatte dieser Beitrag denn? 29 von 30 Punkten, also damit wirklich ein Top-Beitrag. Also Sie sehen, da war nicht viel Luft nach oben. Ein Punkt. Das ist sehr überschaubar. Das war damit in Schulnoten gesprochen eine sehr gute. Jetzt könnte man sagen, gut, das war eine Entwicklung aus einer Hochschule, aber es gibt durchaus auch Beispiele aus dem Handwerk heraus. Entschuldigung. Es gibt durchaus Beispiele aus dem Handwerk heraus, die hier auch unterstützen können, die wir hier auch zu Rate ziehen können und die wir auch letzten Endes in unsere Praxisbetrachtung implementieren können. Nehmen Sie hier diesen Beitrag. Hier geht es um Digitalisierung in der Orthopädietechnik. Hier geht es darum, dass einerseits,
dass einerseits letzten Endes eine Kosmetik entwickelt werden soll für eine Hüftexartikulationsprothese. Gleichzeitig haben sich die Autoren hier damit auseinandergesetzt, dass sie gesagt haben, Mensch, gerade dieses hohe Amputationsniveau ist oft auf Unterarm-G-Stützen angewiesen. Die sind in der Regel nicht individuell gefertigt. Lass uns doch mal schauen, ob das auch ein Thema sein könnte für so eine additive Fertigung. Das ist fast schon so ein bisschen Grundlagenfragestellung im handwerklichen Sinne. Also fast. Es ist anwendungsorientiert, weil es ein klares klinisches Problem gibt. Das bringt es von der Grundlage natürlich weg. Aber es wird ein Thema angegriffen, das man so wahrscheinlich noch nie gemacht hat. Wie funktioniert es? Wie setze ich mich damit auseinander? Das haben die Kolleginnen und Kollegen hier getan. Sie stellen schon dar, dass die Hüftexartikulation jetzt keine weit verbreitete Amputation ist und zeigen aber trotzdem auf, dass, obwohl es nur wenige Patienten betrifft, hier Lösungen wichtig sind. Und eine Lösung in dem Fall oder ein Problem, das erkannt wird oder dargelegt wird, ist die Kosmetik. Und das andere Problem ist das Thema der Unterarm-G-Stützen. Ich sage es Ihnen ganz offen, meines Erachtens nach hätte man auch durchaus 2 Abstracts daraus machen können. Einmal die Kosmetik bearbeiten und einmal die Unterarm-G-Stütze bearbeiten. Das hat man hier nicht gemacht, wäre meinerseits ein Kritikpunkt an diesem Abstract gewesen. Trotz allem, die Problemstellung wird klar formuliert. Sicherheit und Schutz von Passteilen, dafür braucht man letzten Endes eine Kosmetik und gleichermaßen eben die Notwendigkeit von G-Stützen. Die Methode wird klar dargestellt, das Vorgehen, der Prozess wird klar dargestellt. Wir sind hier in einer ganz praktischen Anwendung. Für das Modell wurde die betroffene Person mit Prothese eingescannt. Dafür wurde der Scanner verwendet. Das Modell haben wir jetzt rausgestrichen. Das 3D-Modell wurde dann softwareseitig aufbereitet und die Kosmetik von der Pike auf konstruiert. Und das wird formuliert und es wird dargestellt, was so die Kriterien waren, die an die Kosmetik gestellt wurden, dass der Bewegungsradius, das Bewegungsausmaß der Komponenten nicht beeinflusst wird, dass letzten Endes die Kosmetik auch irgendwie fixiert werden muss, also auch das Handling, die Handhabung hat man hier als Problem erkannt und die Lösung formuliert. Ferner konnte die Lebenszeit der Kosmetik hier erhöht werden, das heißt, man geht hier schon auf die Ergebnisse ein. Für die Unterarm-G-Stütze hat man parallel ebenfalls eine Konstruktion angefertigt, hat sich letzten Endes angeschaut, was sind so dauerhaft gleichartige Komponenten und welche könnten sich unter Umständen verändern. Der stabile Halt wurde adressiert, das heißt, man hat sich Gedanken darum gemacht, dass man aus dieser konfektionierten Unterarmanlage, Handauflage etwas macht, was tendenziell eher dem Patienten entspricht, so dass letzten Endes hier, da steht, der Handgriff medial und lateral angepasst werden kann und gleichzeitig auch die Rotation und Kippung angepasst werden kann. Anschließend wurde der Arm mit der G-Stütze eingescannt. Anhand dieser Angaben wurde die spätere G-Stütze gefertigt. Also eine klare Darstellung der Gesamtsituation. Und dann last but not least kommen die Ergebnisse. Hier wurde auch nochmal kritisch mit der Methode umgegangen. Also die größte Schwierigkeit, die wird adressiert, war die Formgebung, sodass die Kosmetik die mit der Gegenseite ähnelt und das Ganze mit dem Beckenkorb noch zusammenbringt, weil der Beckenkorb einfach offensichtlich mit der Kosmetik ein Stück weit konkurriert. Es wurde beschrieben, wie man letzten Endes die Probleme gelöst hat, sodass man Öffnungen geschaffen hat, um da Verschlüsse zum An- und Ablegen herzustellen. Man hat das Material nochmal erwähnt. Hier war es ein TPU, also ein thermoplastisches Polyurethan, das verwendet wurde, um letzten Endes auch Bewegungen zuzulassen, eine gewisse Flexibilität zuzulassen. Man hat dann gleichzeitig auch nochmal die Ergebnisse der Unterarm-G-Stütze dargestellt. Also hier geht es, hier geht es letzten Endes darum, einfach einen Weg dazu, einen Prozess darzustellen. Das ist keine wissenschaftliche Ausarbeitung über 12 Jahre mit 1000 Patienten, sondern hier geht es um ein klinisches Problem. Wir haben verschiedene Handwerkszeuge zur Hand und hier versucht man schlicht und ergreifend darzulegen, wie man mit diesen Handwerkszeugen in unserem Fach umgehen könnte. Nochmal aufgegriffen, das Ziel der Arbeit war letzten Endes eine Digitalisierung im Bereich der Hüftexartikulation einzuführen. Hier wird auch die Arbeitserleichterung erwähnt. Es wird klar dargestellt, es ist jetzt kein Produkt, das fix und fertig ist. Hier wurden Prototypen erstellt, in dem Fall für die G-Stützen. Und letzten Endes zeigt es im Grunde genommen nur, dass sich da jemand
mit dem Thema der additiven Fertigung und der Digitalisierung auseinandergesetzt hat, offensichtlich kritisch auseinandergesetzt hat und zeigen möchte, wie und in welchen Bereichen es möglicherweise Anwendungsschwerpunkte geben könnte. Also es wird auch klar dargestellt, es ist alles noch in der Entwicklungsphase, aber es kann durchaus eine Erleichterung und positive Aspekte für die Branche haben. Wenn wir das so durchgehen, kann jeder für sich entscheiden, wie weit hier alle potenziellen Kriterien erfüllt wurden. Ich vermute mal, dass das wahrscheinlich kein 30-Punkte-Abstract war. Oder Steffi, wo liegen wir hier? Das ist tatsächlich ein Nachwuchsbeitrag aus dem Handwerk und so haben die Gutachter das auch beurteilt mit 27 Punkten. Also, deutlich höher, als ich es jetzt einem erfahrenen alten Hasen zugesprochen hätte. Also Sie sehen, hier wird dann entsprechend natürlich dem Nachwuchs auch die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren, zu wachsen und sich mit einzubringen. Warum ist das wichtig? Nun, gerade wenn man aus der Praxis kommt, das ist keine fundierte Hochschule, die 20 Kongresse pro Jahr bestreitet, sondern es möchte jeder die Chance geben und es soll auch die Chance gewährt werden, sich mit guten Ideen und guten Gedanken hier einzubringen. Checkliste für ein gutes Abstract. Ganz klar die Fragestellung und die Zielsetzung definieren. Das ist essentiell. Ohne die funktioniert es nicht. Die Methodik darstellen, mit der man sich letzten Endes der Thematik zugewandt hat. Was kam raus? Wie waren die Ergebnisse? Und zwar ganz nüchtern. Wie kam es raus? Wie stellt sich es dar? Natürlich dann diskutieren. Wie relevant ist das Ganze? Habe ich Limitationen? Kann ich das übertragen auf 10 andere Patienten oder muss man es dann doch nochmal neu bewerten? Was sind die positiven und die negativen Aspekte, die ich hier herausziehe? Und wenn das Ganze noch klar strukturiert und klar formuliert wird und eben nicht nur über Plattitüden untermauert, sondern vielleicht auch mit Literatur, vielleicht einfach auch nochmal mit klaren Praxisbeispielen untermauert, dann hat man sehr gute Chancen, wie Sie gerade sehen konnten, mit 27 Punkten im Nachwuchsbereich auch ziemlich hoch gerankt zu werden. Und wie kann man jetzt Teil werden? Das hatte Stefanie vorhin schon berichtet. Wie werde ich Teil dieser OT World? Bis zum 28. September hat jeder von euch und von Ihnen Zeit, um für das Jahr 2026 einen Beitrag einzureichen, sei es als Vortrag oder als E-Poster. Ihr habt dann, selbst wenn ihr morgen einreicht, wie es vorhin schon gesagt wurde, bis zum 28. September Zeit, die Einreichung nochmal zu korrigieren. Es geht nochmal um wissenschaftliche Studien und es sind ja auch wissenschaftliche Beiträge, orthopädietechnische oder technische Problemstellungen, orthopädie-schuhtechnische und eben die verschiedenen Bereiche, die wir noch abbilden, Physiotherapie, Ergotherapie, die verschiedenen Punkte, die Psychologie, alles Aspekte, die letzten Endes mit uns zusammen einhergehen. Es könnte auch die Pflege sein, da sind keine Grenzen gesetzt. Thematisch sollte es in die orthopädie-technische oder technisch-orthopädische Welt passen. Neu, wie schon angedeutet, ist dieser Nachwuchsreferent, das heißt die Möglichkeit, explizit sich als Frischling, als Rookie hier mit einbringen zu können. Und Rookie bedeutet wirklich nur im Sinne der OT World. Das bedeutet nicht, man muss 18 Jahre alt sein und noch 0 Berufserfahrung haben. Man kann auch 48 sein und 30 Jahre Berufserfahrung haben. Wenn man sich hier dann dazu durchringt, mitzumachen, ist man auch hier Nachwuchsreferent. Vielen Dank nochmal an die Kolleginnen und Kollegen. Stefanie Herr ist da absolut engagiert und steht da mit Rat und Tat stets zur Verfügung, per Mail oder per Telefon. Vielleicht auch wichtig, der Bundesinnungsverband für Orthopädietechnik ist hier der fachliche Träger dieser Gesamtveranstaltung, die letzten Endes über die Confermed und über die Leipziger Messe organisiert wird. Und medial wird das Ganze begleitet durch den Verlag für Orthopädietechnik. Und damit bin ich auch erstmal am Ende meines Beitrags. Ich hoffe, ich konnte ein paar von Ihnen mitnehmen und bin gerne für Fragen bereit. Mirko, auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte 2 Fragen aus dem Teilnehmerkreis. Zum einen, muss mein Thema immer besonders innovativ sein, also etwas, das vorher noch keiner vorher gemacht hat? Woher weiß ich, dass mein Thema oder meine Ergebnisse wichtig genug sind für ein Abstract?
Ja, das ist ja eine gemeine Frage. Letzten Endes weiß ich es aus meinem Alltag heraus. Wenn es ein Problem ist, das uns branchenseitig und mich branchenseitig einfach lange genug, stark genug quält und mir genügend Bauch- und Kopfschmerzen bereitet, dann könnte es schon mal eine Thematik sein, die es sich lohnt zu adressieren. Das ist der erste Teil. Und letzten Endes ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Gutachter sagen, passt nicht so richtig. Mehr hat man nicht verloren. Nächstes Jahr, nächstes Spiel, nächstes Glück. Aber da darf man nicht verzagen und sich nicht letzten Endes einschüchtern lassen. Die zweite Frage wäre, erhält man als Autor Feedback, wenn das Abstract nicht angenommen wird? Und wen könnte man bitten bei einer Unterstützung bei der Formulierung eines Abstracts? Das ist tatsächlich auch nicht so ganz trivial. Da wäre mein Vorschlag, bei der Formulierung würde ich tatsächlich im Zweifelsfall an die Confirmate herantreten, die einem sicherlich hier und da ein paar Tipps geben kann. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Ergebnis nach der Begutachtung. Auch diese Ergebnisse sind über euch, über die Confirmate dann zugänglich. Auch da herrscht absolute Transparenz und man bekommt ein Feedback, wo in welchen Bereichen letzten Endes, wie die Punktevergabe verlaufen ist. Manchmal gibt es auch noch Kommentare, dann kann man die noch mitnehmen. In der Erstellung des Abstracts wird es natürlich wahnsinnig schwierig. Man kann natürlich an euch sicherlich herantreten, inwieweit ihr in jedem Einzelfall dann die Formulierungen mit einbringen könnt, kann ich im Moment schlecht beurteilen. Meine Empfehlung wäre hier wirklich ein bisschen zu recherchieren, sich einfach die Ruhe und die Zeit zu nehmen, mit der Thematik, die ich behandeln will, mich damit auseinanderzusetzen, mir da vielleicht auch im Kollegenkreis, auch im eigenen Unternehmen nochmal Feedback zu holen, ob die Kolleginnen und Kollegen nachvollziehen können, wo ich hin möchte und was ich davor habe. Ich glaube, da gibt es tatsächlich leider kein Kochrezept, das einem das abnehmen wird. Ja, das stimmt. Aber für Fragen sind wir als Veranstalter des Weltkongresses offen und können dann auch gemeinsam überlegen, wie man Hürden und Schwierigkeiten nimmt und gehen da gerne in den Austausch. Ja, das waren die Fragen der Teilnehmer. Und Mirko, ich habe noch persönlich eine Frage an dich. Welchen Tipp würdest du einem Ersteinreicher geben, welcher noch unsicher ist, ob er ein Abstract einreichen soll? Du hattest ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wenn du nicht einreichst, hast du schon verloren. Aber gibt es da noch einen heißen Tipp von deiner Seite? Entschuldigung, hier war gerade kurz die Verbindung weg. Einen heißen Tipp in welcher Richtung? Welchen Tipp würdest du einem Ersteinreicher geben, der sich noch unsicher ist, einzureichen? Einzureichen. Einfach machen, das würde ich auch Einfach sagen. machen. Ich glaube, das ist tatsächlich die Lösung. Ich sage es nochmal. Ich glaube, man muss in der Lage sein, sich selber zu hinterfragen. Man darf an sich zweifeln, das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das grenzt einen auch von Arroganz und Überheblichkeit ab. Aber man muss nicht in Angst verweilen. Einfach einreichen, darstellen, darlegen und das Thema diskutieren. Vielleicht ergibt sich etwas daraus. Man kann auch mit kleineren Beiträgen anfangen. Wir sind jetzt hier, heute geht es um die OT World, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, letzten Endes seine Themen zu platzieren. Es gibt andere Veranstaltungen, seine Themen zu platzieren. Und ich glaube, so wächst man damit und daran. Und wenn man in der eigenen Kollegenschaft beginnt und dort das Ganze diskutiert, dann merkt man auch relativ schnell, wie es ankommt und wie es rüberkommt und kann es dann entsprechend transportieren. Ich glaube, da muss man einfach kurz mal Mut fassen und sagen, komm, ich mache das jetzt und zieh's durch. Gutes Fazit. Wir hoffen, dass wir Hürden nehmen konnten. Wir freuen uns auf Einreichungen und vielleicht sieht man sich auf der OT World 2026 entweder als Teilnehmer oder sogar als Referent. Herzlichen Dank und bis bald. Vielen Dank.